Beim Fotografieren kommt man nicht um das Thema Licht drumherum. Man muss Licht gezielt einsetzen können oder eben mit den Lichtverhältnissen gekonnt arbeiten, damit man ordentliche und überzeugende Fotos kreieren kann. Dazu benötigt man auch ein bisschen Basiswissen, ein bisschen Theoriewissen, was Licht überhaupt ist und was es da so für Lichtarten gibt. Und damit wollen wir uns heute befassen. Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir starten auch direkt mit dem für uns als Fotografen relevanten Teil des Lichtes, denn im Grunde ist das Thema sehr groß und sehr weitreichend, aber ich versuche mich in dem Video jetzt wirklich auf die für uns relevanten Teile zu beschränken. Zunächst einmal sprechen wir über die Farbtemperatur des Lichtes. Diese wird in Kelvin angegeben und hierbei geht es nicht um die Farbe des Lichtes an sich, sondern wie das weiße Licht wirkt, ob es warm, neutral oder kalt wirkt. Jede Lichtquelle hat eine unterschiedliche Zusammensetzung und Anzahl von Spektralfarben und diese Summe ergibt dann die Wirkung dieses weißen Lichtes. Man sagt so, Tageslichtweiß befindet sich ungefähr bei 5300 Kelvin. Alles darunter geht dann in den warmen Bereich und alles darüber geht in den kalten Bereich über. Und mit dem Wissen ist es auch nicht so schwer, den Weißabgleich an der Kamera zu tätigen. Entweder könnt ihr den Kelvin-Wert selber einstellen bei den meisten Kameras oder ihr verlasst euch auf die Einstellungen, die es da gibt an der Kamera, also schattige Verhältnisse, Kunstlichtverhältnisse. Und wenn ihr die einstellt, dann gleicht eure Kamera die Weißtöne schon automatisch. Weiter geht's im Text mit dem harten und dem weichen Licht. Diese zwei Unterschiede bringen sehr viele verschiedene Effekte. Beide Lichtarten können in künstlichen Verhältnissen und in natürlichen Verhältnissen vorkommen oder erzeugt werden. Hartes Licht zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es von einer gerichteten Lichtquelle kommt und sogenannte Schlagschatten erzeugt mit einer klaren und scharfen Schattenkante. In der Natur kommt hartes Licht besonders durch die Sonne und den Sonnenstand zum Vorschein, beispielsweise durch die Mittagssonne, wo die Sonne sehr hoch steht. Und vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt, wenn ihr da Porträts geschossen habt in der Zeit, dass ihr besonders so unter den Augen dann starke Schatten bekommt. Ihr könnt natürlich dem vorbeugen, entweder an einem Tag zu shooten, wo die Sonne nicht so scheint, oder ihr nutzt die Sonne als Gegenlicht, sodass euer Motiv an sich keine direkte und gerichtete Sonne abbekommt. Oder ihr geht in den Schatten und nutzt eben reflektiertes Licht von anderen Gebäuden oder mittels eines Reflektors. Künstlich erzeugt wird hartes Licht beispielsweise, wenn ihr einen Systemblitz nutzt auf der Kamera oder den integrierten Blitz der Kamera und diesen Blitz eben genau auf euer Objekt zielt und nicht zum Beispiel vorher an eine Wand strahlen lasst oder hindurch strahlen lasst, wo ihr dann wieder reflektiertes Licht erhalten würdet, sondern wirklich gezielt aufs Motiv, dann bekommt ihr auch ziemlich hartes Licht. Gleiches gilt bei Studiobeleuchtung. Da könnt ihr, wenn ihr hartes Licht wollt, zum Beispiel mit einem Snoot arbeiten. Da wird das Licht nochmal sehr gebündelt und sehr gerichtet. Weiches Licht hingegen im Studio erhaltet ihr durch Softboxen oder zum Beispiel auch eine Octabox. Hierbei gilt, je größer die Abstrahlfläche, desto weicher das Licht. Nutzt also möglichst große Lichtformer, wenn ihr wirklich weiches Licht haben wollt. In der Natur erzeugen Wolken diffuses Licht, also zerstreutes Licht. Ja, also wenn es bewölkt ist, habt ihr automatisch weicheres Licht. Dieses kennzeichnet sich dadurch, dass auch die Schatten viel, viel weicher und viel schwächer sind, bis gar nicht vorhanden sind. Und je nach Einsatzgebiet und je nach Sinn und Zweck, den ihr verfolgt, könnt ihr eben hartes oder weiches Licht beides gleich gut einsetzen in eurer Fotografie. Für die meisten Porträts nutzt man dann doch eher weiches Licht. Und wenn ihr zu Hause vielleicht bei euch im Zimmer shooten wollt und keine Studioausrüstung habt, dann könnt ihr auch ein zartes weißes Tuch
zum Beispiel vors Fenster hängen, wo die Sonne reinscheint und ihr habt automatisch eine Art Diffuser, der das Licht etwas streut und weicher macht. Und wenn ihr eben hartes Licht wollt, stellt euch genau in die Sonne. Ganz einfach. Das nun zu den Basics bezüglich des Lichtes. Damit wären wir am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder beides. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!